Gefallen. Hätte man wahrscheinlich eventuell rekrutieren können, ja. Aber Happy, war die überhaupt eine wichtige Person in Dingens? Da hier kommen zu viele Leute gerade auf einmal. Du, Felix, nett. Gibt die hier gerade. Bin auf dem Weg. Das ist Basiskommandant. Bist du eigentlich gar nicht wichtig. Besieg ich trotzdem. So, du bist einer dieser Magier. Wie soll ich besiegen einfach? Oh, tschüss. Das ist völlig... Ja, Annette macht das schon. Gibt sich auf jeden Fall Mühe. Sylvain macht einfach mit irgendwie. So, Kollege, du wirst von Annette schön geschnetzelt. Lichtmagie und KP-Absorption. Lichtmagie-Angriffe haben eine gewisse Chance, in regelmäßigen Abständen KP wiederherzustellen. Wenn sie Gegner Schaden zufügen, je höher der Elementeffekt des Angriffes, umso höher die KP-Wiederherstellung. Manche Lichtmagie-Angriffe stellen keine KP wieder her. Oh, muss ja nicht. Vetraut ist quasi eigentlich derjenige, der Magie stiehlt und wieder hinzufügt. Er flieht einfach. Er hat einfach keinen Bock. Er hat einfach keinen Bock. Er hat einfach keinen Bock gehabt. Er hat einfach keinen Bock gehabt. Jetzt eigentlich. Gib einfach. Oh, er wurde auch besiegt. Das ist irgendein Kommandant von eigentlich für irgendeinem ja, irgendeiner Festung quasi. Yep. Vergesst manchmal diese Attacken zu machen, dass man halt, das ist zwar für die Waffe halt nicht so gut, aber die Waffe wird ja quasi am Ende des Kampfes wieder hergestellt, also, ne? So, ich kann hier quasi über die Lava reiten, das juckt mich ja überhaupt nicht. Oh, ein Bollwerk-Kommandant. Der Ramidone ist besiegt worden auch. Dimitri erreicht auf Level 13. Ist denn hier irgendeiner, der Rhea irgendwie Schwierigkeiten macht? Wir verfolgen mal Rhea. Mal gucken, wo die hin will, die gute Dame. Damals wurde ja Rhea auch quasi von Edelgard verhaftet oder halt in Gewahrsam genommen, aber nicht getötet. Sie wurde quasi ja, ins Gefängnis gesteckt, aber sie wurde halt nicht... Oh, Sedef ist mit davon. Sollen wir dir helfen? Persistent little guys, aren't you?
Ich glaube, wir sollten den beiden helfen. Sie dürfen nicht fallen. Wo ist mich denn? Ich kann sagen, da unten ist einer und da oben ist einer. Ich versuche gerade dahin zu kommen irgendwie. Einen guten Setup auf jeden Fall zu helfen. Oder wer hier unten auch ist. Ach, jetzt komme ich hier nicht drüber. Ich krieg zu viel. Warum kann man denn da unten nicht lang gehen, Alter? Was ist denn das für ein Blödsinn? Cheats, tu mir mal einen Gefallen. Und geh du mal nach da oben. Ist da wenigstens schon mal einer auf dem Weg nach da oben. Dann kann ich nämlich gleich zu Cheats wechseln und dann passt das. So. Wir wollen da mal jemand ein bisschen aufräumen. Genau, Catherine wurde geholfen. Die wird sich wahrscheinlich uns später anschließen. Und Self wird sich jetzt auch... Oh, Cry, genau, den hatte ich damals ja auch in meinem Playthrough. Der hat sich eigentlich gut entwickelt, Alter. Wo ist er denn jetzt auch? Er ist da unten, okay. Also er hatte noch... Doch, er wird es schaffen, wir retten ihn. Eben, er ist rechtzeitig gekommen. Ja, wir helfen dir, Setup. Wir kennen uns ja. Ich war ja quasi. Und ihr habt mir quasi die Entscheidung gegeben, welchem Haus ich mir anschließen durfte. Und habt mich dem blauen Haus angeschlossen und habt quasi somit auch... Ja, das ist quasi mein Dankeschön dafür. Ich helfe dir quasi, eine Hand wischt die andere. Schatten gleiten, Alter. Was ist denn jetzt? Nimmst du als Protagonist direkt an einem Kampfteil, kannst du X drücken, um Schattengleiten über das Befehlsmenü zu nutzen. Wenn du Schattengleiten nutzt, kannst du auf die Minikarte ein verfügbares verbündetes Bollwerk auswählen, um dich umgehend dorthin zu teleportieren. Diese Macht kannst du pro Kampf nur begrenzt einsetzen. Dann ist doch einfach teleportieren, Alter. Das habe ich mir schon gedacht. So. Mal gucken, ob es Cry gut geht. Wir müssen Setup und Catherine helfen, zu entkommen. Can't we block the lava flow with rocks or something? Not saying it'll be easy, but it might be the best shot we've got. Blockiere den Lavafluss. Blockiere den Lavafluss. Setup kann ja nicht einfach drüber fliegen mit seinem Byron. Wäre zu einfach. Ja, ist doch so, oder? Totaler Schwachsinn, ey. Ja, Ash ist okay. Muss ich das von der Seite aus machen oder muss ich das von der anderen Seite machen? Totaler Schwachsinn, ey. Let's go! Like One-Hit-Down oder so. Jetzt müssen wir noch Catherine helfen. Sylvain hilft mir. Ist okay. Was bist du denn eigentlich?
Ja, er darf nicht fallen, das ist das Problem. Bin schon auf dem Weg. Ich helfe ihm. Der Kryl darf nicht fallen, Alter. Sie ist wohl beinahe besiegt. Ja, wir haben jetzt mal hier Kryl. Kryl ist in Bedrängnis. Oh, hier wird erstmal gerettet. Oh. You've shown true valor in this day soon. Lady Rhea will soon be clear of the battle thanks to you. I'm so glad. Thank you. Dafür nicht. Oh, Merch sieht es. Kann jetzt nicht aufhören. So ist das eben. Aber hier ist es geil, hier werden einfach irgendwie... Ja, hier wird jeder gelevelt, ne? Das finde ich ganz, ganz gut. Dass hier wirklich jeder gelevelt wird. Das ist echt... Das ist echt gut gemacht. Also hier wird wirklich jeder gelevelt. Was ist er jetzt? Kryl? Ist Kryl jetzt abgehauen oder was ist der denn jetzt? Also wir haben jetzt Self geholfen. Theoretisch, der kann entkommen. Wir müssen aber noch Catherine auch noch helfen. Wo ist die denn eigentlich? Catherine ist hier. Und der sollen wir jetzt auch helfen zu entkommen. Und was jetzt mit Kryl? Kryl, der wurde jetzt einfach gerettet. Oder wie? Der hat das Schlachtfeld verloren. Verlassen. Verloren. Also, wir werden nicht getötet haben. Hier, guck mal. Ja, hier ist Catherine. Catherine sollen wir ja auch helfen. Muss wieder von der anderen Seite kommen. Ey, ihr macht mich fertig, ne? Ihr macht mich fertig. Was ist eigentlich mit Rhea hier los? Will die nicht weiter? Oder kann die nicht weiter? Wahrscheinlich kann die nicht weiter, wenn Dingens... Aber ich krieg trotzdem Schaden, obwohl er eigentlich gestanden hat, dass berittene Einheiten keinen Schaden kriegen. So, Rhea. Diskutiere Rheas Evakuierungspunkt. Komplette Defensive. Move to assist. Kann ich nämlich um... Aber hier sind ja normalerweise eigentlich ja keine Dinge mehr. Hier sind jetzt nur irgendwelche, ja, ich sag mal hier so Basiskommandanten, die ja wirklich jetzt nicht die Welt sind. Oh, Petra ist aufgetaucht. Die gute Petra. Könnten wir eventuell rekrutieren, ja. Wo bist du denn, Alter? Wo ist sie denn? Ich bin aber gegen Petra. Ja. Anyone standing in my way will be eliminated with quickness. You must not have defeat here. For the Empire. Also, wir machen dich quasi gerade richtig fertig.
Kannst dich uns anschließen oder stirb. Bridget is needing me. I cannot perish on this foreign soil. Tja, wir haben ihn, glaube ich, gerade umgebracht. Tja. Petra ist gefallen. Die rücken alle vor, das ist gut. Ich helfe doch gerne. Vor allem, ja, wir haben Cry aber auch gerettet. Zumal Cry ja auch nochmal gerettet wurde. Und Sedef hat auch das Ziel erreicht. Ja, Hubert möchte es wissen. If I cannot have the Archbishop, your heads will have to suffice. Der nächste gleich fallen. Der nächste möchte fallen. Habe ich kein Problem mit. Ja, wie siegt Hubert da? Ja, warum nicht? Habe ich kein Problem damit, dich als nächstes umzubringen. Ja, was heißt umbringen? Ja, theoretisch tötest du ihn wirklich, ja. Das ist auch jetzt gefallen. Ups. Hubert wurde besiegt. Mir doch egal. Pff. Wieder ihrer Majestät nur unter die Augen drehen ganz. Dann hau doch einfach Abkehr. Toll, rostiges Schwert erhalten. Schöne Level-Ups erhalten. Haben viele wieder ein Level-Up gekriegt. Cheat hat ein Level-Up gekriegt. Dimitri wahrscheinlich auch, ja. Nett. Gute Mercedes. Du. Alle haben so wahrscheinlich ein Level-Up. Felix hat ein Level-Up. Jetzt wahrscheinlich Ingrid oder Ash. Jetzt wahrscheinlich Ingrid. Er ist Sylvain. Ingrid nicht, schade. Ingrid überhaupt mitgekämpft. So. Irgendwie nicht. Irgendwie war Ingrid nicht dabei. Klamotten gekriegt, 10.000. Reputation und Hauptquest. Wenn du einen Hauptquestkampf gewinnst, erhältst du Reputationspunkte. Dir werden mehrere Reputationspunkte gewährt, wenn du beim Abschließen der Hauptquestkampf so wenige Regionen wie möglich eroberst. Reputation kannst du in deinem persönlichen Quartier gegen verschiedene Items eintauschen. Warum sollte man halt weniger Punkte dafür benutzen? Ja. Lady Rhea, Sedef, I'm relieved you both made it out unharmed. It appears we arrived just in time. You have our utmost thanks for aiding in our retreat, Your Majesty. I can only apologize for the trouble we may have caused your outfit. King Dimitri, I cannot express just how grateful I am to you and all the fine people of Fargus. The honor is mine. Your order provided me with immeasurable aid during my ascension to the throne. My citizens would have branded me a heathen had I not returned the favor. And now it seems we are the ones who owe a debt. The Church shall provide whatever assistance it can to your efforts. If you see it prudent, I have no objection to placing the Knights of our Order under Kingdom command. Thank you both. While it pains me to qualify our hospitality, this kingdom is not a wealthy one, neither in goods nor provisions. I fear we may struggle to compensate your soldiers, or even to feed them. You needn't trouble yourself with such concerns.
Your generous offer of shelter will be more than enough. Very well. We've lingered here long enough. Let us make for Ferdiad. There's much to discuss. The church, the kingdom, and the battles to come. Two years ago, I never would have imagined we'd be fighting a war like this. I'm with you there, but now that we are, you found yourself in a rather favorable situation, no? How do you mean? When a war breaks out, every mercenary in the land starts crawling out of the woodwork. And those associates you happen to be working with should be tough enough to take on you-know-who. Gerald's mercenaries. Yeah, good point. And then you can give them their just desserts or die trying. Could have done without that last part, thanks. Relax, relax. You know I'm on your side. Our destinies are forever intertwined. In that case, let's assume Cornelia has hidden herself somewhere in the Western Territories. If I had to guess, I'd say either Viscount Mateus or Viscount Gideon have taken her in. All the same, we can't exactly go around unseating every vassal we suspect of being disloyal. Right. This is no simple matter, but at least we have a firmer grasp on the situation now than we did 2 years ago. To send word to House Perderi. We'll need soldiers on their land if we hope to keep the enemy at bay. Yes, Your Majesty. Viscount Mateus' son is here with us, while Viscount Gideon's daughter is off serving as a knight in Galatia. Under the present circumstances, we only have so many soldiers to spare on domestic matters. It seems we'll have to resort to any means necessary. In which case, I will bear the weight of the kingdom's sins. If slaughtering 100 foes means bringing salvation to 1,000 of our own, I will do it. As you wish, Your Majesty. And if I may, try not to torment yourself so much. Ah, how far our proud king has fallen. You sounded utterly vicious just now. What do you want, Felix? Oh, not much. I just thought catching a glimpse of your haggard face might put a smile on mine. I knew that playing the part of a cool-headed leader would be too much for you. But all this scheming, this calculation, doesn't suit you. Why don't you just give it a rest already? You think too highly of me. This is who I am, Felix. I've never been anything more than a bloody demon on the path of revenge. I stand here today to lift the burdens of all who perished before me. To see that those who bear guilt for their deaths are held accountable. I will expose whoever I must. Slay whoever I must to see my task through to the end. There is no place for mercy within these walls. And if it affects the safety of my people, then that's all the more reason to strike now. And here I thought you were finally starting to pull yourself together. I snuffed out my uncle's life with my own 2 hands. As king and as general, I've killed countless more. I looked on as nearly everyone I held dear perished. I am the one who must take responsibility for their deaths. So rest easy, Felix. The weight of my atonement will not fall on your shoulders. No point in trying to reason with a boar.
Enough of that, though. The city seems especially spirited today. Is something going on? Ah, yes. Lady Rhea and the others from the church are making an excursion to the capital. I suggest you join in on the festivities before you go. It does the heart good to see our people smile. Everyone here? Well, let's get right into it. We have to figure out exactly where we stand in this war. Das ist ja interessant, dass jetzt Claude sich auch mal, ich sag mal, zu Wort meldet, weißt du? Erst hast du nur irgendwie einen von Dingens gesehen, von dem Roten Haus quasi, hier von Edelgard. Und dann kommt Hubert am Arsch, ne? Und hier auf einmal so, ja, hey, Friends, wir müssen jetzt auch in den Krieg. Oder so. Aber es stimmt, dass Claude sich auch mal meldet. Aber ich hatte noch keinen Bart, ne? Aber wie gesagt, es sind ja auch nicht 5 Jahre vergangen, sondern nur 2. As you all know, the Empire has taken the Great Bridge of Murden. The Imperial Army now occupies what was formerly House Phlegethon territory. House Gloucester has surrendered to them as well. Doubtless an agonizing decision on my father's part. House Ordelia, to the east of the bridge, has also vowed not to take up arms against the Empire. We had precious little in the way of arms in the first place. You have my deepest apologies. You don't have to apologize, Lysithea. Count Ordelia did what anyone would have done. And now Lawrence and Lysithea can't even go back home! That's not all. After the battle, the Imperial Army crossed Gloucester territory and attacked Garreg Mach. Rhea and the rest of the Central Church have apparently fled to the kingdom for sanctuary. Then I suppose none of us will be able to visit our old school anytime soon. I hope no one from the church was hurt. Now that the monastery has fallen, the front lines are rapidly expanding north. It won't be long before Deirdre is within their reach. And if our capital falls, the Alliance goes with it. We have to stop them there, no matter the cost. That all sounds well and good, but how large of an army will you even be able to raise at this point? I don't think House Edmund will be able to send more troops. I'm sorry. Which means House Goneril is the last of the 5 great lords upon whom we can rely. I'm not so sure the combined forces of Houses Regan and Goneril will be enough to hold off the whole Empire. We'll just have to work with what we've got. And let's not forget the hero of Daphne. But we can't expect much from her in terms of sheer numbers. Any chance the kingdom could send troops? I doubt they'll have any to spare. They've just started engaging the Empire themselves over in the west of Fargus. And besides, I'm not sure how much we can really trust them. I still have no idea what's going on in Dimitri's head. I might just have a plan, though. For now, all I can ask is that you fight, and fight with every last thing you've got. You can always count on me. And my muscles. Thanks, Raphael. That unfounded confidence of yours is like music to my ears. We received a message from Hubert, Your Majesty. They failed to capture Archbishop Rhea. It seems she and her followers have been taken in by the Kingdom Army. They likely make for Ferdiad as we speak. So it goes. If Hubert himself couldn't succeed in the task, there's little chance anyone else could. There is more as well. We have word that Petra, she fell in battle, intercepted by Kingdom forces. I can still keep my promise to her, at the very least. Dispatch an envoy to Bridget. Yes, Your Majesty. Now then, we mustn't dwell on what's done. Our only choice is to look to the future. It seems an all-out war with the kingdom is nigh unavoidable at this point. Thankfully, I expect Count Rowe to join our cause. Having a hold on Aryan Road will surely prove advantageous as the war creeps on.
so we stick to the plan. Through Count Rowe, we should be able to ingratiate ourselves to the other lords of the Western Kingdom. Urgent report, Your Majesty. An army has been mustered at Castle Gaspar in Rowe territory. Lenato, the local lord, has vowed to find and eliminate Archbishop Rhea. He's mobilizing the army northward. Count Rowe's tacit approval of these actions has surely brought his allegiance to the Empire to light. I can only assume this wasn't part of the plan. It's just one thing after another. Dispatch any nearby units to the area at once. Any lords willing to sever ties with the kingdom are too valuable for us to risk losing. So, meine Freunde, ich würde immer sagen, das war's dann erstmal von mir wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein und fürs Anschauen. Ich mache jetzt erstmal Schluss hier und sage wie immer gute Nacht, bis morgen um 8. Bis dann, haut rein, meine Freunde, euer TCR verabschiedet sich. Bis dann und ciao.